Albanien, früher abgeschotteter Kommunismus, heute ein beliebtes Reiseziel. Schöne Küsten, eine aufregende Geschichte und majestätische Berge. Das ist mal eine krasse Aussicht. Abenteuerliche Straßen. Ich hoffe, unser Auto schafft das, sonst müssen wir zu Fuß weiter. Und malerische Sonnenuntergänge. Was für ein geiles Land. Herzlich willkommen in Albanien. Mein Name ist Valentin, man nennt mich auch Sarazar und gemeinsam mit meinen Kumpels Benny und Max ist es wieder Zeit für einen Roadtrip. Wir wollen 1000 Kilometer durch Albanien fahren und checken für euch aus, ob eine Reise mit dem Auto wirklich günstig und sicher ist. Von der Hauptstadt Tirana geht es zum Bovilla Reservoir, dem Osum Canyon und den heißen Quellen von Permet. Über märchenhafte Orte wie Berat und Gjirokastra bis an die albanische Riviera. Nach schönen Buchten, alten Ruinen und Städten wie Kruja oder Skodra wandern wir in den albanischen Alpen. Oha, hier geht's aber tief runter. Im Großraum der Hauptstadt Tirana leben über 900.000 Menschen, fast ein Drittel der 2,8 Millionen Albaner. Die Metropole hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Viele der grauen Betonbauten werden abgerissen und durch moderne Gebäude ersetzt. Mühe, was zu verändern, gibt man sich nicht nur bei den Häusern, sondern auch bei den Ampeln. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Gute Idee. Der 38.000 Quadratmeter große Skanderbeg-Platz ist das Zentrum von Tirana. Hier stehen viele wichtige Gebäude wie Ministerien, der Kulturpalast oder der Uhrturm mit Blick über die Stadt. Benannt ist der Platz nach dem Nationalhelden Skanderbeg, der im 15. Jahrhundert für die Unabhängigkeit Albaniens gegen die Osmanen kämpfte. Wegen jahrhundertelanger Verbindung zum Osmanischen Reich sind fast 60% der Albaner muslimisch. Ich habe mir gerade ein Eis geholt, zumindest habe ich es versucht, denn hier wirst du nur in der Nase herumgeführt. Ich habe jetzt 700 Gramm frische Kirschen für 3 € bekommen. Da kann man, glaube ich, nichts sagen. Bezahlt wird übrigens in albanischen Lek und ich lasse ihn mir jetzt schmecken. Neben dem Pasariri ist auch die albanisch-orthodoxe Kathedrale sehenswert. Der 230 Hektar große Stadtpark lädt zur Entspannung ein. Seit 1920 ist Tirana die Hauptstadt und war davor relativ unbedeutend. Trotz Bevölkerungsexplosion gilt die Stadt aber als relativ sicher. Man muss hier nicht mehr aufpassen als in anderen europäischen Großstädten auch. Von den Römern bis hin zu Osmanen, Italienern und Deutschen besetzten viele Albanien. Unter Diktator Enver Hoxha konnten Kommunisten 1944 die Unabhängigkeit wiedergewinnen. Allerdings entstand ein abgeschottetes Regime, das erst in den 90ern durch Proteste demokratisiert wurde. Die mittlerweile renovierte Betonpyramide ist noch ein Überbleibsel aus der Zeit und es gibt noch viele weitere. Im Kalten Krieg hatte der Diktator Enver Hoxha so große Angst vor Angriffen, dass der im ganzen Land über 175.000 Bunker hat bauen lassen. Und wir sind hier nicht in irgendeinem Bunker, sondern im Atombunker vom Diktator persönlich. Insgesamt gibt es im Bunker 106 Regierungsbüros für Notfälle und man bekommt auch Einblicke in die Privaträume des Diktators. Weiter hinten ist dann auch noch ein Kinosaal. Das nenne ich mal einen krassen Bunker. Heute ist das übrigens das Bankart-Museum und kostet nur 7 € Eintritt pro Person. Nach dem unterirdischen Bunker fahren wir mit der längsten Seilbahn des Balkans hoch hinaus. Die 4 Kilometer lange Strecke Richtung Tiranas Hausberg Daiti dauert ca. 15 Minuten. Hin und zurück gibt's für 14 €. Ein bisschen neblig, aber man kann echt die ganze Stadt sehen. Auf dem Berg kann man nicht nur die Aussicht genießen, man kann auch wandern, klettern, eine Runde Minigolfen, auf Pferden reiten und man kann sogar mit Paintballwaffen auf Ziele schießen. So eine Touristenattraktion habe ich auch noch nicht gesehen. Ach so, und da oben ist auch noch ein 360-Grad-Restaurant. Schöne Restaurants findet man in der ganzen Stadt, vor allem in der alten Burg von Tirana. Die Party geht hingegen im Szeneviertel Bloku, früher ein abgesperrtes Wohngebiet für die kommunistische Regierung. Prost Jungs, ich glaube, das wird eine geile Reise. Prost! Mit einem Mietwagen, die übrigens nicht viel günstiger sind, beginnt unser Roadtrip durch Albanien.
Nach der Hauptstadt Tirana wollen wir jede Menge Sehenswürdigkeiten im Inland besuchen. Danach reisen wir entlang der albanischen Riviera durch diverse schöne Orte nach Norden in die albanischen Alpen. Aber erstmal fahren wir eine Stunde zum Bovilla-Reservoir. In den riesigen See passen 80 Milliarden Liter und mehrere Quellen liefern 1800 Liter neues Trinkwasser pro Sekunde. Wir versuchen gerade weiter den Berg Gamti hochzukommen. Die Straße ist nicht besonders gut, aber von oben soll der Blick auf den See noch viel schöner sein. Ich hoffe, unser Auto schafft das, sonst müssen wir zu Fuß weiter. Unser Auto hat die Strapazen zum Glück überlebt. Um an den Aussichtspunkt zu kommen, müssen wir jetzt aber noch ein bisschen wandern. Gibt auch ein paar kleine Klettereinlagen. Bin ich mal gespannt mit unserem Kameraequipment. Von hier oben ist die Aussicht noch mal viel krasser. Um hier hochzukommen, muss man da unten 1 Euro bezahlen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Boah. Also wenn man nicht gerade einen Berg hoch will, sind die Straßen echt in Ordnung. Ein paar fahren schon ein bisschen aggressiver, aber es geht klar. Vom Bovilla-Reservoir fahren wir insgesamt 2,5 Stunden nach Berat. Der Ort wird auch Stadt der 1000 Fenster genannt und ist vor allem für die osmanische Architektur bekannt. Wegen der Altstadt gilt Berat als eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Landes. Hinter den 1000 Fenstern leben ca. 36.000 Menschen. Bewohnt wird die Gegend seit 2600 vor Christus. Abends essen wir im Familienrestaurant Lili. Hier tischt der Besitzer an seinem privaten Hinterhof landestypische Gerichte auf. Das ist wirklich ein besonderer Laden, hat seinen ganz eigenen Charme. Das Essen war sehr frisch und auch wirklich sehr lecker. Max, danke. Thank you so much. Enjoy your holiday. Have a gute Nacht. Ich finde es richtig entspannt, durch diese engen Gassen von der Altstadt zu laufen. Und das ist so schön, das wundert mich nicht, dass das zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Die Burg von Berat ist heute eher eine Ruine, aber man kann auch erahnen, was das mal für eine mächtige Festung war. Und ich glaube, das kostet auch normalerweise ein bisschen Eintritt, aber heute saß in dem Häuschen irgendwie niemand. Nach der schönen Zeit in Berat geht es 1,5 Stunden zum Osum Canyon. Im Sommer kann man den Fluss entlang durch die Schlucht wandern. Das ist gar nicht so ungefährlich. Die Steine sind relativ glitschig. Zum Glück haben wir diese hässlichen Wasserschuhe. Die Schlucht ist über 13 Kilometer lang und man kann ja auch raften, lohnt sich aber glaube ich eher, wenn der Fluss mehr Wasser hat. Oder eine Tour buchen, um zusammen durch den Canyon zu wandern. Wir schlagen uns aber heute alleine durch. Wasser ist schon frisch, ne? Ja, allerdings. Pass auf, Wasser ist schon frisch. Hey, gleich kommt die Kamera geflogen. Jetzt wird es langsam aber richtig tief. Dann lohnt sich so ein Waterback auf jeden Fall. Das ist so süß. Hier ist einfach gerade eine kleine Schildkröte. Wackelt hier lang. Einfach der Hammer, der Canyon, und wir waren hier fast komplett alleine. Hier ist wirklich keine Menschenseele. Eintritt kostet das auch gar nichts. Also ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Wenn ihr in Albanien seid, macht das. Wir müssen jetzt allerdings wieder zurück. Es wird langsam dunkel und wir haben noch eine abenteuerliche Strecke vor uns.
fahren gerade nach Permet, da gibt es so schöne Thermalquellen, aber das ist hier so eine übelste Schotterpiste, weil der Weg über die Straße über 4 Stunden gedauert hätte und der hier dauert nur knapp 2, aber ist auch was aufregender. Die Region um Permet ist vor allem für die Thermalquellen bekannt, aus denen ca. 25 Grad heißes Wasser sprudelt. Das Wasser soll ja auch eine heilende Wirkung haben, ist gut für die Haut. Ich hatte leichte Knieschmerzen, die sind auch weg und der Benny ist auf einmal hübsch. Hey! Einfach ein beheizter Pool mitten in der Natur mit so einem Panoramablick. Und es kostet nicht mal Eintritt. Diese osmanischen Brücken sehen echt super stylisch aus. Hinter mir kann man auch wieder durch so einen Canyon wandern. Gibt hier viel in der Gegend, denn Permet grenzt an den Hotova-Dangel-Nationalpark, wovon auch die Osum-Schlucht ein Ausläufer ist. Und der Park ist der größte von Albanien, besteht vor allem aus uralten Wäldern. Und da kann man auch Braunbären und Wölfen begegnen. Ungeplanter Zwischenstopp, weil mal wieder Schafe die Straße versperren, aber da hat man sich mittlerweile dran gewöhnt. Bis nach Gjirokastra brauchen wir ca. 1,5 Stunden. Eine Art Zeitreise erlebt man in Gjirokastra. Schon die Namen der albanischen Orte hören sich an wie in so einer Fantasy-Welt. Gjirokastra wäre wirklich das perfekte Filmset dafür, wird auch Stadt der Steine genannt. Der Name kommt von den Dächern aus Steinplatten, die halten die Häuser im Sommer kühl und im Winter warm. Und weil die Architektur hier so einzigartig ist, wurde die Stadt zum UNESCO-Welterbe ernannt. Und ich finde, man spürt hier noch richtig den Flair des Mittelalters. Die Burg von Gjirokastra wurde im 12. Jahrhundert gebaut. Zur Zeit des Kalten Krieges war die Festung ein Gefängnis. Hier steht auch ein altes Militärflugzeug, das ist eine amerikanische Maschine, die 1957 notlanden musste. Und in dem Museum hier kann man auch ein bisschen was über die Geschichte von Gjirokastra und die kommunistische Zeit von Albanien erfahren, die für viele Menschen echt nicht schön war. Und der Eintritt für die Burg liegt bei 4 €. 45 Minuten von Gjirokastra entfernt liegt das Blaue Auge. Das sieht echt mega aus. Unter Blaues Auge stelle ich mir noch mal was anderes vor. Das ist übrigens die wasserreichste Quelle Albaniens mit 6000 Litern pro Sekunde. Um sich den Spot anzuschauen, bezahlt man auch nur 50 Cent Eintritt. An Sommertagen kann es allerdings ziemlich schnell voll werden, da dann die Busse von Saranda kommen. Das ist ein Badeort, der ist nur 30 Minuten entfernt. Da wollen wir auch noch hin. Saranda ist eine der touristischen Hochburgen von Albanien. Die Stadt hat nur 17.500 Einwohner, aber mindestens 500.000 Besucher im Jahr. Die kommen vor allem wegen den vielen Stränden an die albanische Riviera. In Saranda hat der Badeurlauber alles, was er braucht. Jede Menge Restaurants und Hotels, verschiedene Partys und sogar einen großen Stadtstrand. Außerdem gibt es da oben noch eine kleine Burg. Da wollen wir uns gleich den Sonnenuntergang anschauen. Das muss die Insel Korfu sein. Einfach mal Griechenland vor der Haustür. Was für ein geiles Land. Nur eine halbe Stunde von Saranda liegt Ksamil, eine Halbinsel mit vielen Stränden und kleineren Inseln, die im Sommer sehr beliebt ist. An den Stränden in Ksamil kann es mal was voller werden. Es gibt aber sowohl in der Stadt als auch drumherum viele verschiedene Bademöglichkeiten. Da findet jeder seinen Platz in der Sonne, kann aber auch mal ein paar Euro kosten.
In der Nähe befindet sich auch die Ruinenstadt Butrint, die im 3. Jahrhundert im griechischen Stil gebaut wurde. Heute ebenfalls ein UNESCO-Weltkulturerbe. Super interessant, was man in Butrint über die Geschichte Albaniens lernen kann, vor allem über die vielen verschiedenen Kulturen, die in meinem Land gelebt haben. Die Hochzeit war vor allem zu Zeiten der Römer. Julius Caesar war sogar mal persönlich hier. Und während den Osmanen und Byzantinern wurde die Stadt durch Kämpfe aber immer mehr zerstört und irgendwann fallen gelassen. Das Theater stammt noch aus der Zeit der Stadtgründung. Vor über 2200 Jahren wurden hier schon verschiedene Vorführungen gezeigt. Und umso wichtiger man war, umso weiter vorne durfte man sitzen. Am besten erhalten ist das venezianische Kastell, in dem heute ein Museum ist. Butrint war im 13. Jahrhundert eine Kolonie von Venedig. Schon krass, wer alles über die Stadt regiert hat. Der Ticketpreis liegt übrigens bei 10 €. Benzin ist nicht viel günstiger als in Deutschland. Die Lebenshaltungskosten sind allerdings ca. 50% niedriger. Die Gegend ist so schön hier, dass man eigentlich ständig anhalten muss. Wir sind jetzt von Butrint ca. 2 Stunden hier zum Gipje Beach gefahren und das soll einer der schönsten von Albanien sein. Man kann angeblich auch diesen Weg mit dem Auto runterfahren, aber ich glaube, das lassen wir mal lieber sein. Der Bunker hält aber nichts mehr aus. Also wenn man hier oben steht, sieht das wirklich mega aus. Mit dem Meer, dem Strand und diesem riesigen Canyon dahinter. Obwohl der Strand ein bisschen abgelegen ist, gibt es hier was zu essen und zu trinken. Toiletten habe ich auch schon gesehen und wie an vielen Orten in Albanien kann man hier einfach campen. Guten Morgen aus Sörmi oder auf Deutsch wohl eher Dermi. Das liegt in der Nähe vom Gipje Beach und hier haben wir heute die Nacht verbracht. Ein schöner kleiner Ort direkt am Strand mit vielen Beachclubs und öfters auch mal Festivals. Feiern wollen wir aber nicht, wir reisen weiter nach Vlora. Normal dauert die Fahrt 1,5 Stunden, wir schauen uns aber wieder ein paar Sachen an. Das ist so ein Träumchen hier an der albanischen Riviera und wir schlängeln uns gerade den Logara-Pass hoch. Ey, bei den Ausblicken wundert es mich nicht, dass die Strecke so beliebt ist. Bis auf 1000 Meter geht das hier hoch. Breathing underwater isn't hard, I try deep inside to find you. Breathing for the life I once tried to find, once tried to find, once tried to find, once tried to find. Once tried to find, once tried to find, once tried to find, once tried to find. Vlora ist mit 130.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt Albaniens. Vlora hat nicht nur mehrere große Strände und eine tolle Promenade, sondern auch eine bunte Altstadt. Wir erkunden die Stadt und genießen später den Sonnenuntergang über dem Meer. Am nächsten Tag setzen wir unsere Reise Richtung Norden fort. Während der 4 Stunden Fahrt über Kruja zum Tagesziel Shkodra kommen wir auch an Durrës vorbei. In der zweitgrößten Stadt des Landes leben über 175.000 Menschen. Wegen der Nähe zur Hauptstadt Tirana verbringen hier auch viele Albaner einen Kurzurlaub. Unser nächster Halt ist Kruja, da müssen wir unbedingt hin, denn die alte Festungsstadt wurde von Albanien zum historischen Heiligtum ernannt. Wer übrigens kein Auto hat, kann die meisten Sachen auch ganz gut mit dem Bus erreichen. Es dauert dann ein bisschen länger, ist aber auch günstiger. Kruja gilt als die Stadt, wo die Legende von Skanderbeg geboren wurde.
In der Burg hat der albanische Nationalheld angeblich 3 Schlachten gegen die Osmanen gewonnen. Zu seinen Ehren gibt es in der Festung auch ein Museum. Der Skanderbeg war echt ein krasser Typ. Als er herrschte, konnte Albanien viele Jahre lang nicht erobert werden. Das lag sicherlich auch an den dicken Mauern von Croja, denn seine Armee war oft in Unterzahl. Erst als er an Malaria gestorben ist, konnten die Osmanen das ganze Land wieder kontrollieren. Die Burg von Croja finde ich von allen Festungen, die wir gesehen haben, am coolsten. In der Nebensaison ist der Eintritt sogar kostenlos. In der Hauptsaison kostet es ein paar Euro und wer ins Museum will, wird noch ein Fünfer los. Welcome in Albania. Thank you, my friend. Thank you. Cheers. Cheers. Yes. Ui. It's a homemade. 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 In Albanian, drink in the morning 1 coffee and 1 shot of rakia, and open the day, beginning the day. Yeah. I will take 1 bottle, my friend. It is my present for you, sir. Don't worry. Fasan, that's so nice. Respect for the guests here. Natürlich kaufen wir noch was bei Fasan und erkunden weitere Geschäfte auf dem Bazar. Später machen wir uns auf den Weg nach Shkodra. Wir sind jetzt in Shkodra, die Stadt ist ein bisschen größer, hat so um die 135.000 Einwohner und wir checken jetzt schnell ins Hotel ein und dann gucken wir uns noch ein bisschen was an. Hotels sind übrigens so je nach Region ungefähr 40% günstiger. So where the musical madness. Shkodra ist eine alte Handelsstadt, die von Bergen, Flüssen und dem großen Skutari-See eingeschlossen wird. Erstmals erwähnt wurde der Ort schon 400 vor Christus. Wahrzeichen ist natürlich eine Burg, aber auch die schöne Altstadt ist ein Besuch wert. Not a moment too soon. Bevor es morgen in die albanischen Alpen geht, wollen wir uns noch ein bisschen stärken. Und hier am See sitzt man wirklich sehr idyllisch. Benny, was haben wir denn hier? Ich kann das doch wieder nicht aussprechen. Das ist Tava Krapi, ein Gericht mit Karpfen, das man vor allem hier in Shkodra isst. Ist in so einer Tomaten-Knoblauchsoße und schmeckt echt gut. Es gibt in Albanien aber auch viel italienische und griechische Küche. Wenn man neue Restaurants ausprobiert, lohnt es sich auch im Internet vorher die Bewertungen zu checken. Nicht überall in Albanien ist es schön. Auch Bauruinen sieht man öfter. Unsicher haben wir uns aber nie gefühlt. Cause the very thing you're afraid of, that keeps you clean but unclear, clean but unclear, is the dirt that you're made of, and that's nothing to fear. No, it's nothing, my dear. Nach 2 Stunden kommen wir in Thes an, einem Bergdorf mitten in den albanischen Alpen. Das ist wirklich wie im Märchen hier, mit der Kirche, dem Bergpanorama und den kleinen Häuschen. In Thes leben nur 100 Familien im Sommer, im Winter sind es sogar nur 30, dann ist der Ort nur noch zu Fuß erreichbar. Der Fluss sieht so fresh aus, ich hätte so Lust, mich da jetzt reinzulegen. Generell ist dieser Ort einfach wunderschön. Es gibt zwar schon ein paar Gasthäuser, aber es ist noch nicht überlaufen. Und wir wollen jetzt noch zu einem Wasserfall. Mit dem Auto kommt man schon relativ nah an den Wasserfall ran, aber hier geht es nicht mehr weiter. Deswegen wandern wir jetzt noch eine kleine Runde. Jenny, yeah. No Jenny's no you, no that's fun, no that's cute, but she's there. We had a city kind of love and you were the mayor. 25 Meter klatscht der Wasserfall darunter und der Naturpool sieht aus, als wäre er extra dafür gebaut worden. Das Wasser ist super klar und richtig frisch und theoretisch kann man es sogar trinken. Super nice hier, ich könnte den ganzen Tag hier verbringen. In der Nähe gibt es auch noch eine Quelle. Das ist wieder so ein blaues Auge, das sparen wir uns aber, weil wir das Größere ja schon gesehen haben. Für uns geht es jetzt zum Komani-See. Da nehmen wir morgen die Fähre.
Bei unserer 3-stündigen Fahrt zum Komansee stoßen wir auf Pferde, die den Müll nach Essbarem durchsuchen. Sehr schöne Kulisse wieder, sehr chaotisch hier vorne. Die Koordination ist, glaube ich, hier am Hadern. Aber das wird schon. Wir mussten gerade unser Auto hier auf die Fähre transportieren. Wurde teilweise ein bisschen eng, kann man nicht anders sagen. Ja, und ein Ticket kostet 10 € pro Person und fürs Auto bezahlt man noch ein bisschen was an Quadratmeter. Das soll eine super Fahrt werden. Auf geht's! Hat auch was von Tetris, wie die Autos hier drauf gepackt haben. Und von den Personen her ist es auch ziemlich überladen. Viel Platz ist nicht. Die Rosafa-Fähre scheint nicht ganz so voll zu sein wie unsere Berisha-Fähre. Leider sind auch an ein paar Stellen im See Müllteppiche zu sehen. Der Komansee verläuft über 34 Kilometer durch die Schlucht. Eine Überfahrt dauert 2,5 Stunden. Danach reisen wir noch mal 60 Minuten mit dem Auto nach Valbona. Valbona ist wirklich ein schönes Dörfchen, hat den Namen übrigens vom gleichnamigen Fluss, der hier direkt vorbeiläuft, und es sieht mega heftig aus mit dem Tal und den Bergen. Und hier machen wir heute einen ruhigen, denn morgen steht eine krasse Wanderung zum Valbona-Pass bevor. Die Wanderung über den Valbona-Pass ins Dörfchen Ses dauert nicht ganz einen Tag. Highlight ist natürlich der höchste Punkt des Passes, den wollen wir unbedingt erreichen. Es sind 32 Grad, ich bin aber guter Dinge, dass wir das schaffen. Man kann es sich bei der Schönheit von dem Gebirge kaum vorstellen, aber die wurden früher auch die verfluchten oder verwunschenen Berge genannt. Die waren nämlich kaum erschlossen und auch nicht ungefährlich. Vor allem im Winter ist hier alles zugeschneit und glatt und in den Wäldern laufen auch Braunbären und Wölfe rum. Die Steigung ist teilweise echt heftig. Bis zu 1800 Meter geht der Pass hoch. Bei den Temperaturen nicht gerade unanstrengend. In einem kleinen Bergcafé füllen wir unser Wasser auf. Oh, der Blick ist so geil. Diese Berge, diese Weitsicht. Es ist so anstrengend, aber es lohnt sich. Oha, hier geht's aber tief runter. Das ist mal eine krasse Aussicht. Endlich am höchsten Punkt des Valbona-Passes. Mega hier, oder? Ja, Mann, endlich, wir haben es geschafft. Der Blick ist unglaublich. Und hier ist auch der Weg, der weiter nach Ses geht. Den Ort kennt ihr ja bereits. Man sieht es auch da hinten. Voll beeindruckend. Unglaublich, wie vielfältig ein Land ist, das nicht mal ganz so groß ist wie Belgien. Von der Hauptstadt über die Riviera bis in die albanischen Alpen war das super abwechslungsreich. Und der Trip mit dem Auto hat sich wirklich gelohnt, vor allem weil die Albaner super herzliche Menschen sind. Das war's von dieser Reise. Wir sehen uns wieder bei der nächsten. Die Reise durch Albanien war wirklich besonders. Falls euch unser Roadtrip gefallen hat, dann lasst uns einen Kommentar da und haut den Daumen nach oben. Und zieht euch auch gerne unsere anderen Filme rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Abenteuer.